Die Dalburg, eine sehr beeindruckende Burgruine. Der kurze Aufstieg von Dalberg aus lohnt sich auf jeden Fall, denn es gibt noch sehr, sehr viel zu sehen. Eine Ruine ganz nach meinem Gusto, inmitten wunderschöner Natur. Tauchen wir nun in ihre Geschichte ein. Die auch Burg Dalberg genannte Anlage liegt im Gräfenbachtal, hoch über der gleichnamigen Ortschaft in Rheinland-Pfalz. Sie ist auch Teil des Hildegard von Bingen Pilgerwanderweges, welcher von Idar-Oberstein bis nach Rüdesheim am Rhein führt. Ursprünglich war das Gebiet salisch. Im 12. Jahrhundert gehörte es dann dem Hochstift Speyer. Der Erzbischof gab die Herrschaft dann der Familie Weyerbach als Lehen. Im Auftrag von Godebold von Weyerbach wurde zwischen 1150 und 1170 die erste Burg errichtet. 1211 wird sie als Castrum Dalburg in den Schriften erwähnt. Den Besucher erwartet eine auch heute noch beeindruckende Burganlage mit einer Fläche von 60 x 45 Meter. Bevor man die eigentliche Burg betritt, führt der Weg durch 2 Zwinger. Bis man in der Kernburg ist, müssen 3 Tore passiert werden. Nach dem Durchschreiten des engen Torraums gelangt man in einen Hof, welcher von den Ruinen mehrerer Gebäude umschlossen ist. Da gibt es den langen Saal aus dem 14. Jahrhundert, welcher noch 3 Stockwerke hoch erhalten ist, die Antoniuskapelle mit dem Kapellenturm sowie den sogenannten Dieterbau und den Dieterturm, welche bereits vor 1371 erbaut worden sind. Auch ein Gewölbekeller sowie die Überreste eines weiteren Rundturms finden sich hier. Eine Treppe führt in den oberen Bereich der Dalburg. Hier stehen die Überreste des Bergfrieds, der einen Durchmesser von 8 Metern hat. Darüber hinaus gibt es hier das dreigeschossige Herrschaftshaus mit darunter liegendem Gewölbekeller. Dieses verfügt über einen Grundriss von 10 x 10 Metern. Daran schließt ein weiterer mehrgeschossiger Wohnbau an. Johann III. Kämmerer von Worms heiratete im 14. Jahrhundert in die Familie ein und erwarb in der Folge einen kleinen Teil der Burg, sowie die Hälfte der Herrschaft Dalberg. Als die ersten Herren von Dalberg ausstarben, brachte Johann der 11. Kämmerer zu Worms die gesamte Herrschaft inklusive der Burg in seinem Besitz. Er fügte seinem Familiennamen in der Folge den Zusatz zu Dalberg hinzu. Der Namenszusatz sollte sich in den folgenden Jahrzehnten immer mehr zum Hauptnamen entwickeln. 1367 bekam Pfalzgraf Ruprecht II. Von Dieter II. Das Öffnungsrecht für die Burg. Das bedeutet, er konnte sie im Kriegsfall als Stützpunkt und Unterkunft für seine Soldaten nutzen. Im Gegenzug verpflichtete er sich, Dieter bei allfälligen Fehden zu unterstützen. Die immer enger werdenden Beziehungen zur Kurpfalz verhalf der Familie zu mehr Wohlstand.
was sich auch im Ausbau der Burganlage niederschlug. Dieter II. Und sein Bruder Dieter III. Ließen in jener Zeit das Dieterbau genannte Wohnhaus und den dazugehörigen Turm errichten. Auch der Langer Saal genannte Bau kam noch im 14. Jahrhundert hinzu. Weitere bauliche Maßnahmen folgten 1439 und von 1490 bis 1500. Durch die immer besser werdenden Waffen bot die Lage der Burg irgendwann keinen Vorteil mehr. Deshalb verließen viele Adelsfamilien ab einem gewissen Zeitpunkt ihre Burgen und zogen in die Dörfer und Städte, da sie sich dort mehr Lebensqualität versprachen als auf den abseits gelegenen ehemaligen Wohnsitzen. Das war auch bei den Herren von Dalberg nicht anders. Deshalb ließen sie in Wallhausen zwischen 1560 und 65 das gleichnamige Schloss im Tal errichten, welches heute noch immer im Besitz ihrer Erben ist. Die Dalburg wurde jedoch eine Zeit lang noch für militärische Zwecke genutzt. Beispielsweise um 1678, als es Anzeichen für einen möglichen Einfall der Franzosen gab. Da man sich nicht mehr wirklich um die Anlage kümmerte, wurde sie mit den Jahrzehnten immer baufälliger. Als Hugo Philipp Eckenberg von Dalberg-Wallhausen 1750 das Schloss Wallhausen ausbauen ließ, riss man einige der Gebäude ein und verwendete das Baumaterial für das aktuelle Vorhaben. 1787 entfernte man die letzten Holzkonstruktionen, Türen, Treppen und Fenster aus der Anlage, um sie anderweitig zu nutzen. Die Burgkapelle soll ab diesem Zeitpunkt der Überlieferung nach noch 3 Jahre für Gottesdienste genutzt worden sein. In den folgenden 2 Jahrhunderten diente die Ruine weiter als Steinbruch. Dieses Schicksal ereilte leider viele Burgen. Und auch wenn es uns Burgenfreunde schmerzt, eigentlich handelten die Menschen ganz im Sinne der Nachhaltigkeit. Auch wenn wohl Kostensparen der Hauptgrund war. Denn Baumaterial war nun mal teuer. Und jetzt auf zur nächsten Burg. Ich verabschiede mich, sage auf Wiedersehen und bis zum nächsten Video.